In diesem Video wird gezeigt, welche Möglichkeiten es für die Erstellung von Routen mit Track of the Day gibt. Viel Spaß! Während man Tracks nur auf dem Display eines Navigationsgerätes als verschlungene Linie darstellen kann, ermöglichen Routen eine Navigation mit Ansagen und Abbiegehinweisen. Hat man einen Track von Plattformen wie Komoot, MRA, Kurviga oder Kalimoto heruntergeladen, kann man ihn ganz einfach in eine Route konvertieren. Bei dieser Konvertierung werden alle Punkte des Tracks erhalten und es werden automatisch einige Routenpunkte eingestreut. Wie viele Routenpunkte dabei verwendet werden sollen, kann man in den Routing-Optionen einstellen. Jede Route kann nachträglich mit zusätzlichen Routenpunkten angereichert werden. Exportiert man eine solche Route an sein Navigationsgerät, erhält man unterwegs Ansagen und Abbiegehinweise. Will man eine Route auf eigene Faust vollständig selbst erstellen, gibt es viele unterschiedliche Herangehensweisen. Wie man eine Route erstellt und welche Parameter man dabei verwendet, hängt sehr vom gewünschten Ergebnis ab. Routen können spritsparend und schnell sein. Viele Motorradfahrer mögen das aber gar nicht. Sie wollen Routen mit möglichst vielen Kurven und atemberaubenden Passstraßen. Dass dabei unnötig viel Benzin verbrauchen, Bremsen und Reifen stärker verschleißen, ist Motorradfahren meist herzlich egal. Allein der Fahrspaß ist das, was zählt. Fahrradfahrer haben ganz andere Präferenzen. Sie wollen primär abseits des Straßenverkehrs auf idyllischen Radwegen unterwegs sein. Und Radfahrer wollen die atemberaubenden Passstraßen eher vermeiden, denn sie sind massiv kräftezehrend. Gänzlich andere Anforderungen haben die Fahrer von Wohnmobilen, LKWs und PKWs mit einem Anhänger. Hier geht es primär darum, schnell und sicher am Ziel anzukommen und nicht unterwegs im Stau zu stehen oder an einer zu niedrigen oder zu schmalen Brücke zu scheitern. Diesen höchst unterschiedlichen Anforderungen automatisch gerecht zu werden, ist leider kaum möglich. Mit Track of the Day kannst du all diesen Anforderungen gerecht werden, allerdings musst du dafür dein Gehirn einschalten. Wenn du keines hast, dann bist du leider raus und solltest lieber zu TikTok wechseln. Starten wir mit einer einfachen Route. Rundtouren, wilde Jagd über Gebirgspässe und dergleichen heben wir uns für später auf. Vorab sollen kurz die Symbole für das Routing erklärt werden. Das Symbol mit dem gehenden Mann steht für das Routing von einem Ziel oder zu einem Ziel. Wählt man die Silhouette, wird eine Route am aktuellen Ort gestartet. Wählt man das ausgefüllte Symbol, wird eine Route zum aktuellen Ort ermittelt. Dann gibt es noch die schräg gestellte Pinnadel, mit der am aktuellen Ort ein Via-Punkt eingefügt werden kann. Diese drei einfachen Symbole stehen für das Herz der Routing-Funktion von Track of the Day. Starten wir mit einem einfachen Beispiel. Im ersten Schritt geben wir an, wo wir gerade sind. Wir definieren die sogenannte Home Location. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste an der entsprechenden Stelle auf der Karte und wählt aktuellen Standort hier festlegen. Hat man die Windows Standortdienste eingeschaltet, wird diese Home Location mehr oder weniger genau automatisch ermittelt. Weiß man nicht, wo man den aktuellen Standort auf einer Karte findet, kennt aber den Namen des Ortes oder vielleicht auch noch Straße und Hausnummer, kann man dies in der Schnellsuche oben links eintippen. Werden passende Adressen gefunden, kann man die Karte bei der jeweiligen Position zentrieren. Damit wären wir beim nächsten Icon, dem dreieckigen Play-Symbol. Dieses Dreieck findet man an vielen Stellen und es ermöglicht die Karte jeweils passend zu zentrieren. Mit den Tastenkombinationen STRG+I und STRG+O kann man dieses Kartenzentrum jederzeit vergrößern oder verkleinern. Um eine Route zu einer Stadt oder einer Adresse innerhalb einer Stadt zu erstellen, tippt man einen Suchbegriff in die Schnellsuche ein. Gibt es kein Suchergebnis, wird automatisch die Google-Suche geöffnet. Jedes Suchergebnis enthält Buttons mit den zuvor beschriebenen Routing-Symbolen.
Man kann also bei jedem Treffer eine Route starten, dorthin erstellen oder einfach nur die Karte dort zentrieren, um sich etwas genauer umzuschauen. Die einzelnen Treffer enthalten jeweils ein weiteres Symbol, das Sternchen. Das Sternchen symbolisiert POIs, also Points of Interest aller Art. Ist dieses POI-Symbol ausgefüllt, ist der Treffer ein POI aus der lokalen Datenbank. Wird eine sternförmige Silhouette angezeigt, kann man an der jeweiligen Position einen neuen POI erstellen. In diesem Beispiel klicken wir auf das ausgefüllte Männchen, das das Symbol für Route zu dieser Location ist. Läuft alles gut, wird eine Route berechnet und angezeigt. Läuft es nicht so gut, sieht man nur eine direkte Linie. Mögliche Ursachen sind, dass kein Routing zur angegebenen Location möglich ist. Auch Einschränkungen wie Fähren vermeiden oder Autobahn vermeiden sind mögliche Ursachen. Vielleicht ist auch das automatische Routing deaktiviert, das durch ein Glühlampensymbol oberhalb der Liste der Routen symbolisiert wird. Ist diese Lampe grün, ist das Autorouting aktiv. Ist sie rot, muss man die Routenberechnung manuell starten. Damit wären wir beim nächsten Symbol angekommen, der Raute mit dem Pfeil nach rechts. Dieses Symbol taucht an vielen Stellen auf. Weiß bedeutet Route neu berechnen, rot bedeutet berechnete Routenpunkte löschen. Konnte eine Route von der aktuellen Location zum angegebenen Ziel ermittelt werden, wird diese Route angezeigt. Die in Track of the Day verwendeten Routing-Dienste können unter besonderen Umständen bis zu 4 unterschiedliche Alternativen automatisch ermitteln. Welche dieser Alternativen ausgewählt wird, kann man in den Routing-Profilen festlegen. Es gibt Routing-Parameter, welche die automatische Ermittlung alternativer Routen verhindern. Sind die Einstellungen unglücklich gewählt, liefert ein Superkurvenprofil die gleichen Ergebnisse wie das Profil schnell. Welche Routing-Parameter sich wie beeinflussen, wird in einem späteren Video erklärt. Um den Verlauf der berechneten Route zu beeinflussen, kann man ein anderes Routing-Profil auswählen und die Route neu berechnen. Es ist letztlich immer das Ergebnis eines Routing-Algorithmus, der auf der Basis von Fahrzeugabmessungen, Start, Ziel, Vermeidung, Optimierung, historischen Verkehrsdaten, aktuellen Staumeldungen usw. eine mögliche Route ermittelt. Ist die Distanz zwischen zwei Routenpunkten klein und es gibt nur eine mögliche Straße, werden alle Routing-Algorithmen der Welt das gleiche oder gegebenenfalls auch gar kein Ergebnis liefern. Das erklärt, warum es gelegentlich keinen Unterschied zwischen schnell, kurvig und superkurvig gibt. Um den Verlauf der Route aus unserem Beispiel zu beeinflussen, kann man einige Highlights vorgeben, die man unterwegs gern besuchen möchte. Nur so kann letztlich sichergestellt werden, dass ein bestimmter Pass, ein Motorradcafé oder ähnliches tatsächlich beim Routing berücksichtigt wird. Wenn in Calimoto oder Kurviga eine Route beispielsweise über den Passo di Stelvio führt, heißt das noch lange nicht, dass man später auch tatsächlich die Passhöhe erreicht. Wurde die Route unterwegs aufgrund von Verkehrsmeldungen oder Abweichung von der geplanten Route neu berechnet, kommt man vielleicht irgendwann in Bozen an und fragt sich, warum man die 48 Spitzkehren verpasst hat. Man muss also das, was man unterwegs unbedingt sehen will, aktiv in einer Route markieren. Da kein Algorithmus der Welt wissen kann, was dir gefällt und was nicht, musst du, wie schon gesagt, dein Gehirn benutzen, auch wenn es manchmal noch so müde und schwerfällig ist. Damit wären wir beim nächsten Planungsschritt angekommen, dem Hinzufügen von Point of Interest zu deiner Route. Jede Location auf der Welt kann als POI markiert werden. Ganz egal ob Pass, Hotel, Restaurant, See, eine Werkstatt oder ein Stripclub, grundsätzlich kann alles ein POI sein. POIs sind die Geheimwaffe gegen langweilige Routen.
Man findet POIs mit der Google-Suche oder der POI-Supersuche. Auf Webseiten wie www.passknacker.ch kann man auch alle Pässe Europas herunterladen und in die Datenbank von Track of the Day importieren. Hat man beispielsweise einige tausend Pässe importiert, können Pässe in der Nähe einer Route mit der Funktion POIs entlang der Route finden angezeigt werden. Dabei ist ein Suchradius einstellbar. Wurden POIs gefunden, kann man sie in der Vorschau öffnen. Jeder POI hat eine Position als Latitude und Longitude, die in der POI-Vorschau angezeigt wird. Klickt man auf diese Location, wird bei Google Street View nach passenden Bildern gesucht. So findet man schnell heraus, ob sich ein Pass lohnt oder eher nicht. In der POI-Vorschau findet man auch die 3 Routing-Symbole, also das Männchen und die schräg gestellte Pinnadel. Will man einen POI in eine Route aufnehmen, genügt ein Klick auf die schräg gestellte Pinnadel. Um eine Route zu einem POI zu führen oder an einem POI zu starten, kann man das Symbol für Route hierhin oder Route von hier verwenden. Eine Route kann jeweils genau einen selektierten Routenpunkt haben. Der zugehörige Pushpin wird entsprechend mit einem Stern gekennzeichnet. Klickt man mit der linken Maustaste auf die Karte, wird das Routing-Pop-up angezeigt und nach einigen Sekunden automatisch wieder ausgeblendet. Einige Aktionen des Routing-Pop-ups beziehen sich auf den jeweils selektierten Routenpunkt. Ist kein Punkt einer Route selektiert, enthält das Routing-Pop-up entsprechend andere Inhalte. Im Routing-Pop-up findet man Funktionen, um eine Route zum angeklickten Punkt zu verlängern, einen Via-Punkt einzufügen, den selektierten Routenpunkt zu verschieben oder nach dem selektierten Routenpunkt einen zusätzlichen Via-Punkt einzufügen. Will man mehr Kontrolle und Einsicht in die geplante Route haben, kann man den Routeneditor öffnen. Dazu klickt man auf den Action-Button mit dem Stiftsymbol, verwendet das Routing-Pop-up oder benutzt die Tastenkombination STRG+E. Im Routeneditor sieht man die Namen der Routenpunkte, den selektierten Routenpunkt, die Fahrzeiten für einzelne Segmente, Pausen und das jeweilige Routing-Profil. Hier ist ebenfalls eine Adresssuche verfügbar. Außerdem kann man für einzelne Abschnitte einer Route zwischen Profilen wie schnell, kurvig, superkurvig, Wandern, Radfahren, Luftlinie und so weiter wechseln. All diese Routing-Profile kannst du selbst verwalten, sie frei benennen, Symbole zuweisen und alle Einstellungen nach Belieben verändern. Wie das genau funktioniert und welche Einstellung das bewirkt, wird in einem späteren Video erklärt. In den Einstellungen kannst du auch die automatische Routenversionierung aktivieren. Ist sie aktiv, werden zusätzliche Symbole oberhalb der Liste der Routen angezeigt. Mit dem Kalendersymbol kannst du die Liste der Routenversionen öffnen. Alternativ kannst du auch einfach die Tastenkombination STRG+V verwenden. Die Liste der Routenversionen kann man am rechten Rand andocken oder auf einem zweiten Monitor anzeigen. Wird eine Route verändert oder gelöscht, wird jeweils eine Kopie der Route erstellt und in die Liste der verfügbaren Versionen aufgenommen. So kannst du alle Varianten vergleichen und Änderungen rückgängig machen oder auch wiederherstellen. Diese Liste wird übrigens nur im Arbeitsspeicher verwaltet und ist bei einem Neustart der Anwendung wieder leer. Alle Routen kannst du auch umbenennen, umkehren, aufteilen und neu zusammensetzen. Die jeweiligen Funktionen findest du im Kontextmenü der Liste der Routen. Wer eine umfangreiche Reise über viele Tage plant, kann ganz einfach vorangehende Routen und nachfolgende Routen erstellen. Dazu klickt man einfach mit der rechten Maustaste an einem Punkt auf der Karte und wählt die jeweilige Funktion aus.
Diese so ergänzten Routen kann man anschließend leicht mit spannenden POIs anreichern und beliebig verkürzen und verlängern. Track of the Day kann viele Routen parallel verwalten. Dabei ist jeweils genau eine Route die aktive Route. Nur die aktive Route kann bearbeitet werden. Über das Symbol mit den beiden ineinander verschlungenen Ringen kann man die Funktion Connected Routes aktivieren. Nun werden alle Routen angezeigt, die in der Liste der Routen geöffnet sind. Um eine Route zur aktiven Route zu machen, selektiert man sie in der Liste der Routen oder klickt sie auf der Hauptkarte an. Aktiviert man den stets fleißigen chinesischen Superkurvenassistenten Kakimoto, kann man sich auch automatisch immer wieder neue Varianten einzelner Routen erstellen lassen. Welche Spielarten der Routenplanung noch möglich sind, wird in späteren Videos erklärt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss!